beobachte ja die AfD jetzt seit 2013 Zusammen mit Ihrem und Dienst, ja. lassen Sie mich auch kurz ausreden? Das ist unfreundlich von Ihnen. Sie pöbeln immer dazwischen, Herr Richter. Ja. Mhm. Ähm, Herr Richter, Sie sind der Prototyp eines Journalisten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Sie arbeiten für den Deutschlandfunk. Und das Einzige, was Ihnen bei der gesamten Diskussion um die AfD einfällt, ist nochmal zu sagen, nach so vielen Jahren, die AfD rückt weiter nach rechts. Sie unterstellen, dass der Mord in Köthen gar nicht so passiert ist oder dass die Mordursache eine andere wäre. Sie pöbeln immer dazwischen, regen sich darüber auf, wenn man bei Ihnen mal dazwischen spricht. Wissen Sie? Und Sie werden nicht müde zu betonen, wie rechts und wie schlimm die AfD geworden ist, anstatt mal zu hinterfragen, was diese Regierung falsch macht. Ich sag mal eins, auch zur CDU. Die werden die Nächsten sein. Und allein Ihr Blick, wie geringschätzig Sie gerade gucken und wie Sie sich die ganze Zeit verhalten, das bringt eigentlich alles auf den Punkt. Hey Leute, willkommen in der Realität. Was sich da bei der AfD-Pressekonferenz in Brandenburg abgespielt hat, ist keine Antwort, das ist eine Vollbremsung für den Deutschlandfunk. Journalist Herr Richter will die AfD wie gewohnt in die Ecke drücken. Doch diesmal steht Dennis Holoch da und er spricht aus, was Millionen denken, dass die Öffentlich-Rechtlichen längst Partei geworden sind gegen die AfD, gegen die Wahrheit. Was Holoch da sagt, ist mehr als nur Klartext. Das ist eine öffentliche Ohrfeige für alle, die sich hinter scheinneutralem Journalismus verstecken. Auf geht's! Herr Vormann, der Landesverband ist ja noch nicht als gesichert und extremistisch eingestuft in Brandenburg. Erwarten Sie denn Konsequenzen für die Arbeit im Landtag? Stichwort Abberufung des Vizepräsidenten oder Abberufung der Ausschussmitglieder. Naja, die Abberufung des Vizepräsidenten, da ist ja unsere Sperrminorität davor. Da machen wir uns gar keine Sorgen. Und dass der bestgeeignete Kandidat für den Vorsitz des Bildungsausschusses nicht gewählt wurde, das war jetzt schon, bevor der Bundesverband als gesichert rechtlich eingestuft wurde. Der Landesverband ist es ja nicht. Insofern erwarten wir dort derzeit keine Änderung. Eine Korrektur, muss ich ja nochmal sagen. Also in Köthen ist kein Migrant ermordet worden, sondern ist an einem Herzfehler gestorben. Das war die Falschinformation, muss ich erstmal korrigieren. Ja. Zweite Sache ist, beobachte ja die AfD jetzt seit 2013 Zusammen mit Ihrem und Dienst, ja. lassen Sie mich auch kurz ausreden? Das ist unfreundlich von Ihnen. Sie pöbeln immer dazwischen, Herr Richter. Ja. Mhm. In jeder Bewegung, also dann Vorwurf wurde aus der Partei ausgeschlossen, dann Kalbitz. Die Partei ist immer weiter nach rechts gerückt. Wie wird es jetzt in Zukunft sein? Wie wird Ihre Tonalität jetzt sein nach dieser Entscheidung des Bundes? Da will wir zwei Dinge dazu sagen. Das erste ist, der junge Mensch, der da gestorben ist, der ist nach einem Faustschlag gestorben. Und er hätte den Herzschlag nicht bekommen, wenn er den Faustschlag nicht bekommen hätte. Er ist das Opfer einer Migrantengewalt. Und es ist natürlich bezeichnend, dass Sie so diskutieren, Herr Richter, wenn es umgekehrt gewesen wäre, wenn ein kahlköpfiger, blonder, junger Mensch einen Syrer geschlagen hätte und der wäre am Herzfehler gestorben, dann hätten Sie gesagt, es war ein rassistischer Mord, 100%. Das ist der Doppelstandard, der auch der Demokratie abträglich ist. Der Rechtsruck der AfD. Kommt Ihnen das nicht selber mal zum albern vor? Also, wir haben Poggenburg nicht mehr in der Partei, wir haben Kalbitz nicht mehr in der Partei. Und trotzdem rutschen wir mit jeder Wahl und jedem Jahr weiter nach rechts. Wo ist denn Holoch rechts? Und wo bin ich rechts? Okay. Das ist doch lächerlich. Das können Sie doch selber nicht glauben, dass wir weiter nach rechts gerückt sind. Also, Sehr lustig. ja, also echt, darüber müssen Sie selber lachen, das glaube ich auch. Ja, Chris. Nee, ich würde noch mal dann. Sekunde. Ja. Herr Richter, Sie sind der Prototyp eines Journalisten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Sie arbeiten für den Deutschlandfunk. Und das Einzige, was Ihnen bei der gesamten Diskussion um die AfD einfällt, ist nochmal zu sagen, nach so vielen Jahren, die AfD rückt weiter nach rechts. Sie unterstellen, dass der Mord in Köthen gar nicht so passiert ist oder dass die Mordursache eine andere wäre. Sie pöbeln immer dazwischen, regen sich darüber auf, wenn man bei Ihnen mal dazwischen spricht. Wissen Sie, Sie müssen die Meinung, die wir haben, ja nicht teilen. Das hat ja auch Herr Dr. Berndt gesagt, das verlangen wir ja gar nicht. Aber wissen Sie was? Auch ich zahle Ihr Gehalt.
Wir alle müssen für diesen Rundfunk, für den sie arbeiten, jeden Monat fast 19 € zahlen. Und 10 Millionen Wähler dieser Partei müssen das auch. Die zahlen ihren Beitrag, genauso wie den Beitrag für Herrn Georg Restle, diesen Antifa-Menschen, der für Monitor arbeitet und gesagt hat, dass die AfD in keiner Talkshow der ARD mehr auftreten darf. Macht sie doch ohnehin So, nicht. das außerdem. Aber jetzt ist es wenigstens offiziell. Und das Gleiche, ich habe ja vorhin gesagt, das Prinzip ist ja immer dasselbe. Der Verfassungsschutz kündigt was an und ihre Anschlussmedien springen auf den Zug ein. Die Frage von Frau Wendel war bezeichnend dafür. Wo wird denn Druck ausgeübt? Also Verzeihung, wenn Sie das nach so vielen Jahren noch fragen müssen, Frau Wendel. Wenn Sie diese Frage noch stellen müssen, nach dem, was alles in den letzten Jahren passiert ist, wo Druck ausgeübt wird, allein schon meine Frau damals, als sie noch nicht mehr in der AfD war, sondern sich für andere Dinge noch eingesetzt hat vor der Partei. Da wurden Flugblätter im Hörsaal verteilt. Da sind Leute vermummt in Hörsaal rein, haben den Hörsaal gestürmt. So. Und da fragen Sie nach so vielen Jahren immer noch nach. Und Sie werden nicht müde zu betonen, wie rechts und wie schlimm die AfD geworden ist, anstatt mal zu hinterfragen, was diese Regierung falsch macht. Ich sag mal eins, auch zur CDU. Die werden die Nächsten sein. Wenn die AfD irgendwann verboten ist, was meiner Meinung nach nicht kommen wird, aber es könnte ja sein, dann wird danach die nächste Partei kommen. Jeder, der eine falsche Meinung in diesem Land hat, wird stigmatisiert, ausgegrenzt. Und wenn er hofft, dass die sogenannte vierte Gewalt, gerade den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, den wir alle noch bezahlen müssen, da irgendwie mal kritisch nachfragt, wird nicht nur enttäuscht, sondern er wird als Impfgegner, als Corona-Leugner, als Putin-Versteher, als Rechtsextremist, als Ausländerfeind, als Rassist bezeichnet. Und allein ihr Blick, wie geringschätzig sie gerade gucken und wie sie sich die ganze Zeit verhalten, das bringt eigentlich alles auf den Punkt. Und das bestärkt uns auch in dem, was wir tun. Und das bestärkt uns auch darin, diese Zwangsabgabe und diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk irgendwann zu Fall zu bringen. Was Dennis Holoch da sagt, war überfällig. Und zwar nicht nur für den Deutschlandfunk, sondern für alle, die Journalismus mit Gesinnungsarbeit verwechseln. Da sitzt ein Journalist, der sich in einer Pressekonferenz nicht wie ein Fragesteller verhält, sondern wie ein Ankläger. Und Holoch, der bleibt ruhig und zeigt ihm, was Respekt gegenüber gewählten Abgeordneten heißt. Er spricht das aus, was viele Menschen spüren, dass sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk längst verabschiedet hat von Neutralität, von Fairness, von Ausgewogenheit. Dass Berichterstattung heute oft nur noch Schlagseite hat, und zwar in eine ganz bestimmte Richtung. Richter wird da nicht einfach nur kritisiert, er wird mit Fakten konfrontiert. Und das tut weh, wenn man sonst immer nur in Mikrofone spricht, aber nie wirklich Gegenwind bekommt. Dennis Holoch sagt es klipp und klar, die AfD wird nicht fair behandelt. Nicht von Sendern, die sich mit Zwangsgebühren finanzieren und dabei so tun, als wären sie überparteilich. Was Richter erlebt, ist keine Polemik. Es ist ein Spiegel, der ihm vorgehalten wird und der zeigt, dass der Applaus für Einseitigkeit endlich mal unterbrochen wird. Was wir hier sehen, ist keine Ausnahme, sondern ein Muster. Öffentlich-rechtliche Journalisten, die sich nicht mehr als neutrale Beobachter verstehen, sondern als politische Gegner einer ganzen Partei. Herr Richter hat es in dieser PK nicht mit Kritik zu tun bekommen, sondern mit der Wahrheit über sein eigenes Verhalten. Was Dennis Holoch gesagt hat, sollte jedem klar machen. Die AfD lässt sich nicht länger wie ein Prügelknabe behandeln. Und sie lässt sich auch nicht mehr mundtot machen. Die Öffentlich-Rechtlichen sind längst Teil des Problems. Denn wer einseitig berichtet, wer diffamiert, statt zu hinterfragen, wer inszeniert, statt zu informieren, der hat seine Glaubwürdigkeit verloren. Wenn du findest, dass solche Auftritte wie der von Holoch mehr Aufmerksamkeit brauchen, dann like das Video, abonnier den Kanal und schreib deine Meinung unten in die Kommentare. Denn solange andere versuchen, uns lächerlich zu machen, halten wir dagegen mit Argumenten, mit Haltung und mit der Realität, die nicht im Rundfunkrat entschieden wird. Bis zum nächsten Mal.